Herzlich willkommen bei Videowissen. Bei der bundesweiten Wilhelm und Else Herreus Lehrerfortbildung in Heidelberg hat Stefan Walter vorgetragen. Er ist auch an der Uni Heidelberg und sprach über Lichter am Himmel, Ursachen, Auswirkungen und Vermessung. Viel Spaß dabei. Nach dem neuen Atlas der Lichtverschmutzung von Falschi und anderen aus dem Jahr 2016, man sieht hier links auch eine Grafik aus diesem neuen Atlas der Lichtverschmutzung, sieht man sehr schön hier die roten Bereiche starker Bevölkerungsdichte, hier zum Beispiel in Belgien oder hier entlang der Rheinebene oder in Norditalien, hier in der Po-Ebene mit roten Verfärbungen, also sehr starker Lichtverschmutzung, und man sieht hier oben dann die Bereiche Richtung Schwarz und Blau, praktisch ohne Lichtverschmutzung. So leiden nach dieser Studie 99% der Europäer unter einem lichtverschmutzten Himmel. Und für sogar 66% der Europäer ist die Milchstraße nur noch schwer sichtbar. Wie lässt sich die Lichtverschmutzung kategorisieren? Dafür gibt es die Bortle-Skala unter anderem. Anhand 9 Stufen mit visuellen Kriterien wird eine Kategorisierung vorgenommen. Wir haben die niedrigste Stufe, die Stufe 1, ohne Verschmutzung, zum Beispiel in Wüsten, bis hin zur Stufe 9 eines extrem aufgehellten Nachthimmels in Innenstädten und Ballungsgebieten. Ich habe hier mal ein Beispiel einer solchen Bortle-Skala. Wir sehen oben den Verlauf der Stufe 1. Hier beispielsweise das Zodiakallicht wirft deutliche Schatten und ist bis zum Gegenschein sichtbar. Das Milchstraßenzentrum wirft ebenfalls Schatten. Daneben angegeben eine Grenzgröße in Magnituden beziehungsweise eine weitere Grenzgröße in einer Flächenhelligkeit in Magnituden pro Quadratbogensekunden. Hier muss man ein bisschen aufpassen, da habe ich auch etwas unterschiedliche Werte gefunden, aber die Größenordnungen sind hier eigentlich im Wesentlichen in Ordnung. Bis hin zur Stufe 9, einem komplett völlig verschmutzten Nachthimmel natürlich, wo nur noch schwache Sternbilder, selbst diese nicht mehr sichtbar sind, und in großen Sternbildern fehlen viele Sterne. So, was verursacht Lichtverschmutzung? Beziehungsweise welche Formen haben wir? Wir haben zum einen die direkte und zum anderen die indirekte Lichtverschmutzung. Zuerst zur direkten Lichtverschmutzung. Hier habe ich 3 Formen auch mal bildlich dargestellt. Den Light Trespass, hervorgerufen durch falsch gelenktes Licht, zum Beispiel hier an dieser Hauswand sichtbar, völlig überflüssig in Richtung Himmel gelenkt. Den Glare, eine direkte Blendung. Oder die dritte Form, den Clutter, die überzählige Beleuchtung, einfach zu viele Lampen ohne einen besonderen Sinn. Zur indirekten Lichtverschmutzung. Die indirekte Lichtverschmutzung wird hauptsächlich durch den Sky Glow hervorgerufen, ein Himmelsleuchten. Das Licht, was vom Boden oder von den Lampen abgestrahlt wird, wird durch Moleküle und Aerosole, logisch erklärbar über den Tyndall-Effekt, gestreut. Diese Streuung kann so weit gehen, dass man bis zu diesem sogenannten Urban Sky Glow kommt, also ganzen Lichtglocken über Städten bei sehr starker Lichtverschmutzung. Was sind die Folgen? Zum einen ist es der Verlust des althergebrachten Blickes auf den Sternenhimmel, aber auch die Störung von Bio- und Schlafrhythmus. Verhaltensänderungen nachtaktiver Tiere sind zu beobachten. Künstliche Lichtquellen kann man immer wieder beobachten, ziehen Insekten oder auch Vögelschwärme an, es kommt zu Populationsausfällen. Und, auch heutzutage nicht ganz unwichtig, ein gesteigerter, sinnloser Energieverbrauch durch unnötige, überzählige Beleuchtung. So, nun zum Photometer. Hier haben wir das gute Stück mal, was ich hier oben installiert habe. Das ist das TESW Photometer. Und zu seiner Geschichte. Entwickelt wurde es durch die Stars for All Stiftung. Diese hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Erhaltung des Nachthimmels zu unterstützen und Beobachtungen der Lichtverschmutzung durchzuführen. Gefördert wird sie durch die Europäische Union und geleitet wurde das Projekt von Professor Jaime Zamorano von der UCM in Madrid. Ziel war es, ein kostengünstiges, zuverlässiges Messgerät herzustellen. Die Hardware und die Software ist frei zugänglich. Es ist eine Weiterentwicklung des Sky Quality Meters SQM, welches schon etwas länger auf dem Markt war. Hier ganz kurz zum Aufbau des Gerätes. Wir haben einmal hier die Optik mit einem 17 Grad Gesichtsfeld und einer Fotodiode darunter.
Alles aufgebaut auf dieser Leiterplatte. Wie gesagt, die Pläne sind sogar im Internet veröffentlicht, könnte jeder auch einfach nachbauen. Wir haben ein Wi-Fi-Modul, einen Nahinfrarotsensor, ein Heizmodul und hier noch das Fenster, was den Zugang, die Optik frei hält. Kurz hier ein paar Graphen zur Funktion der Fotodiode. Wir haben im oberen Bereich dargestellt die spektrale Empfindlichkeit des verbauten TSL 237 Sensors der Fotodiode in diesem Verlauf. Daneben die Johnson-Kurven. Im zweiten die Durchlassfähigkeit des dichroitischen Filters. Im Vergleich hier blau dargestellt der SQM-Filter und hier in grün dargestellt die Durchlassfähigkeit des TESBI-Photometers. Kombiniert ergibt das die kombinierte spektrale Empfindlichkeit, ist hier im unteren Bereich dargestellt, Kurve 3. Wieder die grüne Kurve für das TESBI-Photometer, in blau das SQM und die beiden Kurven der relativen spektralen Empfindlichkeit des Auges im Nachtsehen und im Tagsehen. Zu dem Photometer hier. Allgemein werden die Photometer immer mit einer Kennung STARS und einer Nummer versehen. Dieses Photometer hier auf dem Königsstuhl heißt STARS 480 jetzt und wurde auf dem Dach des Max-Planck-Institutes gegenüber installiert. Was ist notwendig zur Installation? Man braucht ein WLAN-Netzwerk. Das war hier oben nicht ganz so einfach. Da musste man jetzt noch einen kleinen Router installieren. Der ist auf der linken Seite dargestellt. Stromanschluss ist notwendig. Und ansonsten braucht man PC, Laptop oder irgendein PC-ähnliches Gerät zur Konfiguration auf der rechten Seite mal kurz dargestellt. Zu den Messergebnissen. Man hat freien Zugang zu allen Messergebnissen, und zwar nicht nur von diesem Photometer, sondern von allen Photometern im Stars for All Netzwerk. Hier unten ist mal kurz die Adresse angegeben, über die man da leicht dazu gelangt. Man sieht hier auch auf der Karte schön die Verteilung. Wir haben ja sehr viele in Europa, gerade im spanischen Raum, aber auch in Mitteleuropa, aber auch hier in Nordamerika, Kanada, Südamerika, also schon ziemlich weltumspannend. Was wird gemessen? Es wird einmal die Flächenhelligkeit im Zenit gemessen, in Magnituden pro Quadratbogensekunden. Es wird die Umgebungstemperatur, die Ambient Temperature in Grad Celsius gemessen und die Himmelstemperatur, Sky Temperature, ebenfalls in Grad Celsius. Daraus lässt sich der Bewölkungsgrad bestimmen. Dazu gibt es diese Faustformel hier. Ein prozentualer Bewölkungsgrad wird errechnet dann über 100 minus 3 mal der Differenz dieser beiden Temperaturen. Und daraus lässt sich aus dem entsprechenden Prozentwert die Einstufung ablesen, ob wir einen klaren Himmel haben, einen bewölkten oder völlig bedeckten Himmel. Hier mal kurz dargestellt eine Startseite eines solchen Photometers. In diesem Fall jetzt nicht unseres Photometers hier in Heidelberg. Ich habe die Werte des STARS-Photometers 480 in Heidelberg mit zwei anderen Geräten verglichen, beziehungsweise anderen Messstationen. Einer auf Teneriffa, das ist jetzt hier gerade der Fall, STARS 433, und einer Station in Chile in der Atacama-Wüste. Man sieht hier den Verlauf der Himmelshelligkeit innerhalb dieser Woche. Das ist hier gerade dargestellt vom 5. September bis 11. September. Hier unten auf der rechten Seite der Verlauf der letzten 24 Stunden. Dazu abgeglichen Sonnen- und Mondstandverlauf und noch einige Daten. Zu den Messungen hier in Heidelberg. Als Vergleichsparameter habe ich die Seite Light Pollution Map verwendet. Die hat ihre Daten aus dem zuvor erwähnten neuen Atlas der Lichtverschmutzung, welche wiederum aus Daten des NASA-Satelliten SOMI NPP stammen und zusätzlicher SQM-Messungen, terrestrisch, mit denen das abgeglichen wurde und man so eine breitere Messung hochrechnen konnte. Dies ergibt für den Standort hier in Heidelberg auf dem Königsstuhl eine Flächenhelligkeit im Zenit von 20,44 Magnituden pro Quadratbogensekunden und eine Bortle-Stufe 5. Nun zu einigen Beispielen von Nächten und Messungen mit STARS 480 hier in Heidelberg und einigen Vergleichswerten. Wir haben zum Beispiel hier die mondlose, wolkenlose Nacht vom 18. Mai auf den 19. Mai 2023. Was ist alles dargestellt? Also das Gelbe ist hier Ambient Temperature, Blau
die Sky Temperature und grün ist die Flächenhelligkeit in Magnituden pro Quadratbogensekunden. Wir sehen hier den großen Abstand. Wenn wir nochmal an die Faustformel von vorher denken, wir hatten 100 minus 3 mal der Differenz, was dann hier 35 mal 3, also auf jeden Fall einen klaren Himmel bedeuten würde. Hier haben wir am Anfang der Nacht, gut zu erkennen, die Dämmerungsphasen, am Ende der Nacht die zweite Dämmerungsphase und Sie sehen die niedrigste Helligkeit von 20,21 Magnituden pro Quadratbogensekunden. Und normal komplett ohne Bewölkung. Hier hinten sieht man so leichte Bewölkung, die aber keinen wesentlichen Einfluss hat. Im Vergleich dazu eine wolkenlose Vollmondnacht, hier vom 4. Juni auf den 5. Juni 2023, wieder dargestellt. Wir sehen hier am Beginn der Nacht, natürlich erstmal die Dämmerung, einen niedrigsten Wert der Helligkeit von 19,08 Magnituden pro Quadratbogensekunden und sehen einen Anstieg der Helligkeit hier auf 18,62 Magnituden pro Quadratbogensekunden mit einem höheren Stand des Mondes. Wieder sehen wir an diesem Abstand hier die komplette Wolkenlosigkeit. Man kann das sich auch ein bisschen größer darstellen lassen. Dieselbe Nacht, jetzt sind alle anderen Kurven ausgeblendet, nur noch der Verlauf der Flächenhelligkeit in Magnituden ist dargestellt im genauen Zeitabschnitt der Nacht und dann sieht man auch deutlicher diesen Einfluss des Mondes. Zum Einfluss von Wolken. Hier habe ich jetzt mal dieselbe Nacht, Vollmondnacht, 4. Juni auf 5. Juni, aber diesmal auf Teneriffa. Wir sehen am Anfang eine niedrigste Helligkeit von 19,90 Magnituden, schon unter Einfluss des Mondes und einen leichten Anstieg der Helligkeit auf 17,57 Magnituden pro Quadratbogensekunden, noch ohne Wolken, mit höherem Stand des Mondes. Und wir sehen aber auch hier durch Wolkeneinfluss höhere Helligkeitswerte von bis zu 17,04 Magnituden pro Quadratbogensekunden durch Reflexion des Lichtes. Sehr schön konnte man bei einem anderen Vergleichsphotometer, zuvor erwähnt, in Chile, in der Atacama-Wüste, STARS 391, den Einfluss des Mondes hier in dieser Nacht sehen. Es handelt sich um die Nacht vom 4. wieder auf den 5. Juni. Wir haben die niedrigste Helligkeit am Beginn der Nacht unter Einfluss eines Vollmondes von 18,91 Magnituden pro Quadratbogensekunden. Und wir sehen den Anstieg der Helligkeit auf bis zu 12,07 Magnituden pro Quadratbogensekunden durch den Zenitdurchgang des Mondes. Denken noch vorher mal, wir hatten diese 17 Grad Optik. Das heißt, wir haben wirklich einen Durchgang des Mondes in diesem optischen Bereich gehabt. Auch die Mondphasen allgemein lassen sich sehr schön ablesen. Hier für Heidelberg dargestellt von Mitte Februar bis Anfang September 2023. In Rot markiert die Vollmondphasen, immer erkennbar an diesen kleinen Einbrüchen, das heißt höheren Helligkeiten. Und in Gelb markiert die Neumondphasen. Wir sehen aber auch viele Störungen. Das heißt, solche starken Schwankungen und so. Aber das kann man ausblenden, wenn man an einen Ort geht, wo man viel weniger Bewölkung hat und weniger Niederschläge. Und dazu hier derselbe Zeitrahmen für Teneriffa dargestellt. Und wir sehen sehr deutlich den Einfluss der Mondphasen. Rot markiert die Vollmondphasen und die größeren Helligkeiten des Nachthimmels. Des Weiteren habe ich eine kleine Mittelwertbildung durchgeführt und habe die Maximalwerte der Nächte für die 7 Neumondphasen in diesem Abschnitt gewählt. Jetzt für Heidelberg, also STARS 480, jeweils 5 Tage im Bereich des Neumondes. Und eine Mittelung ergab dabei einen Wert von 20,11 plus minus 0,11 Magnituden pro Quadratbogensekunden. Nochmal zur Erinnerung, vorher in Light Pollution Map hatten wir einen Wert von 20,4 Magnituden pro Quadratbogensekunden. Also sind hier sogar noch etwas schlechter, also etwas mehr Lichtverschmutzung, aber liegen dennoch in der Bortle-Stufe 5 und damit im Bereich der zuvor erwarteten Werte. Das zum Resümee. Was konnten wir also beobachten? Es ist möglich, mit dem Gerät relativ einfach den Einfluss von Mond, Wolken, auch Milchstraße habe ich jetzt hier nicht nochmal aufgezeigt, und auf jeden Fall den Grad der Verschmutzung zu kategorisieren und auf jeden Fall hinsichtlich der geringen Kosten auch des Gerätes, der Möglichkeit eines nicht unendlich komplizierten Aufbaus und eines leichten Zugangs zu den Daten, auch vor allem zu den anderen Daten, um einen Vergleich zuzuführen,
glaube ich, auch ganz schön geeignet für den Schulunterricht. Dankeschön.